Hallo, heute zeige ich dir nochmal, wie man eine Collage macht. Ich habe diesmal eine ganze Seite aus einer Zeitschrift rausgerissen und reiße mir jetzt die Kanten ab, damit ich keine geraden Kanten habe, denn gerissene Seiten kann ich besser einarbeiten. Wenn ich die so rausreiße, ist natürlich die Gefahr, dass es irgendwo einreißt. Ihr könnt euch auch die Kante nass machen mit dem Pinsel. Dann reißt das Papier nur da, wo wo das Papier eingeweicht ist. Dann reißt es nicht da ab, wo jetzt gerade hier es vielleicht gar nicht abgerissen werden soll. So, dann dreht ihr euer Motiv um, euer Papier, und streicht das mit Kleber ein. Ich hab einen Binder, den ich auch zum Farbe anrühren nehme. Der klebt gut. Ihr könnt aber auch einfach einen Kleber nehmen. Nehmt erst die Rückseite, ich trage das gerne mit einem Spachtel auf, dann kratze ich mit den Pinselhaaren nicht über das Papier. Der Spachtel gleitet schön über die Oberfläche und dann ziehe ich es glatt ran. Jetzt müsst ihr vorsichtig sein, dass eben der Kleber nicht an den Fingern ist, sonst kann es sein, dass ihr, wenn ihr auf euren Druck kommt mit den Fingern, auch Farbe wieder abnehmt. Ich überziehe das Motiv, das Papier nochmal mit dem Kleber oder Binder. Dann ist es geschützt und ich kann nachher schön mit Farbe drüber arbeiten, ohne dass sich das Papier löst, beziehungsweise die Farbe sich ablöst. Jetzt streiche ich also nur noch den überschüssigen Kleber ab, drücke ruhig ein bisschen doller auf, das Papier kann das ab. In diesem Fall ist es ein sehr dickes Papier und nehme auch nochmal Falten damit raus, streiche also Falten raus. Jetzt kann ich mit den Farben anfangen. Ich habe ein Rot, dann nehme ich ein richtig kräftiges Kirschrot, ein Violett und ein Blau. Ich arbeite mich also jetzt langsam an die Kanten ran, probiere erstmal das Rot, wie das überhaupt dazu passt. Sieht ja sehr peppig aus. Das Rot ist kräftiger und knalliger als das Rot, was auf dem Motiv ist. Gehe weiter um. Ich sehe, das Rot ist eher transparent. Das heißt, wenn ich auf das Papier gehe, verändert sich der Farbton, den ich da drunter habe, und überlege gleichzeitig, dass ich da eben noch ein bisschen Violett oder Blau zumische. Ich trage also gleich zu dem Rot mit einem ganz normalen Borstenpinsel das Violett dazu. Die beiden Farbtöne vermischen sich und der Farbton passt sich schon gleich dem anderen Farbton, der im Hintergrund ist, eben an. Und somit kann ich das besser anpassen, will das aber poppig haben, weil es dann frischer aussieht. Und lasse deshalb das Rot auch hier und da stehen. Und jetzt denke ich so, nee, da gehört eigentlich so ein Königsblau zu dem Mops, finde ich. Passt irgendwas Königliches. Und mische einfach lila, blau, rot, ein bisschen schwarz habe ich dann noch in der Schale dazu. Und ihr seht, dass ich das jetzt abteile in eine obere Blauschicht und eben abgrenze zu dem Rot. Der Auftrag an sich ist sehr scheckig erstmal. Und ich möchte es ganz gerne auch scheckig behalten, aber eben nicht so wolkig. Und deshalb nehme ich mal den Spachtel dazu und ziehe die überschüssige Farbe einfach mal über die andere und gleichzeitig damit auch glatt.
Und weil ich es nur verstreichen will und glatter haben will, ziehe ich auch jedes Mal die Farbe von dem Spachtel ab. Also ich ziehe Farbe ab und wische den Überschuss in das Tuch. Ja, jetzt verstreiche ich auch so ein bisschen, aber generell ziehe ich es erstmal wieder runter. So, jetzt weiß ich, was ich so will. Also den oberen Teil in Blau, den unteren Teil noch ins Rötliche geben und schließe jetzt einfach noch die Lücken. Und mit dem Spachtel lässt sich es wieder schön verteilen. Ich kriege da auch eine ganz schöne gerade Kante mit hin und ja, verstreiche es so ein bisschen ineinander. Jetzt ist das Rot schon so ein bisschen getrocknet und ich gehe dann nochmal rüber, weil es mir noch zu transparent ist. Mit dem Pinsel habe ich es auch noch mal ein bisschen abgeteilt, das Rot dort. Ist mir jetzt aber da immer noch zu dünn. Jetzt nehme ich den Spachtel. Ihr seht gerade, den Daumen habe ich oben. Wenn ich den Spachtel nämlich so schön flach ziehe, dann kann ich mehr Farbe auftragen und ich kann diese Reißkante auch noch mal kaschieren. Also ich sehe dann nicht so gut mehr anschließend, wo ist jetzt genau das Papier und wo nicht. Also wenn ich flach halte, den Spachtel, kann ich einfach viel mehr Farbe auftragen. So, damit habe ich schon meine Farbgestaltung beendet und ich kann jetzt weiter gucken, was mache ich mit meinem Bild. Ich kann jetzt also mit Schablonen zum Beispiel arbeiten, ich kann wieder mit Schrift arbeiten, ich kann weiter mit Farbe natürlich arbeiten, aber ich weiß es ehrlich gesagt gerade noch nicht und probiere einfach. Ich kann dem also jetzt einen ganz anderen Style geben oder eine Aussage geben. Da steht jetzt Unikat drauf. Das würde ja passen. Ich kann so blumige Sachen machen, so eine Brokat, Tapete da hinten hintersetzen in Gold oder hellblau. Ich kann das Muster von dem kleinen Hocker nochmal aufnehmen. Und das gefällt mir auch ganz gut. Und da entscheide ich mich dann auch ganz spontan und überlege jetzt mal nicht lange, sondern mach einfach. Wenn ihr eine Schablone benutzt, dann nehmt ruhig einen stumpfen Borstenpinsel und die Farbe sollte nicht zu nass sein, weil sie sonst schnell unter das Motiv läuft, unter die Schablone läuft. So stumpf von oben drauf tupfen. Das geht meist am besten. Probiert das ruhig vorher auf dem Papier aus. Ich überlege auch immer noch gleichzeitig, ich könnte auch dieses Motiv der Blume mit diesen feinen weißen Linien fortführen und über das Bild ziehen, aber ich lasse es so, wie ihr dann ja auch gleich sehen werdet. So ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe es einmal durchtrocknen lassen und nehme jetzt nur noch ein Gold dazu. Ein kleiner Tipp, wenn ihr euch so eine Flasche kauft,
schneidet oben das gar nicht ab, sondern schraubt den Deckel einfach ab. So kann man es auf jeden Fall immer sicher wieder schließen, die Flasche. Ich nehme jetzt einen kleinen, feinen Pinsel, der ein bisschen flach ist vorne, also kein runder, sondern so ein kleiner, flacher Pinsel und ziehe jetzt oben eine Linie in Gold. Das Gold ist ein bisschen zäh und lässt sich nicht gut verstreichen, aber es macht nichts. Ich male groß, ruhig drüber, nehme jetzt mein Tuch, falte eine schöne Kante. Das ist auch ein ganz weiches Tuch. Mache die Kante ein bisschen nass, also nur leicht nass, drehe und ziehe von oben nach unten die Farbe wieder ab. Und so kann ich mir eine saubere, gerade Kante ziehen. Knicke ich mir also nochmal eine Falte rein und gehe nochmal darüber und ziehe es nochmal ab. Ich drehe das Bild ruhig um, weil ich von oben nach unten meist besser und gerader eine Linie ziehen kann. Und wie ihr seht, lässt sich die Farbe eben nicht so gut auftragen. Ich gehe trotzdem bis unten runter, um für mich schon mal eine gerade Linie zu haben. Denn jetzt habe ich die vorgegeben und kann mich daran besser orientieren und werde dann nicht schief. Und ich lasse sie ruhig auslaufen zum Rand hin, denn ich möchte es weiterhin konzentriert in der Mitte haben, das Motiv, und nach außen verlaufen lassen. Gegens Licht kann man das Gold immer besser sehen und ich ziehe unten noch ein paar Pünktchen nach, die auch schon vorgegeben sind von dem Motiv, und ich möchte sie noch ein bisschen betonen mit dem Gold. Und viel mehr will ich dann da auch gar nicht mehr dran machen, also relativ simpel gestaltet, aber das Motiv an sich gibt ja auch schon viel her, sodass man da gar nicht mehr so viel machen muss. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und würde mich freuen, ja, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.